Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin immer noch auf Genießerpfaden unterwegs in der Nationalparkregion Schwarzwald. Ja, für heute habe ich mir einen etwas einfacheren Weg mal rausgesucht, nämlich den Kniebisser Heimatpfad. Bin hier auch schon mitten drauf, beziehungsweise im Moment bin ich auf einer Umleitung. Da vorne war eine Brücke gesperrt gewesen, macht den Weg dann 2 Kilometer länger jetzt diese Umleitung. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bzw. die Umleitung bis hierher so war und wie es von hier aus weitergeht, würde ich sagen, bleibt dran. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Startpunkt des mit 71 Erlebnispunkten bewerteten Genießerpfades ist in Kniebis direkt an der Schwarzwald-Hochstraße gegenüber des Skistadions. Der Hochstraße folgte ich zum Glück nur kurz und dann ging es vorbei an einem weiteren Parkplatz in den Wald. Sehr schön, an einer Stelle gab es zum breiten Schotterweg eine Alternative, das Wurzelwegle. Und hier war der Name Programm. Schlussendlich landete ich aber doch auf dem breiten Forstweg. Dieser führte mich zur Aussichtsplattform Elbachseeblick, von welcher aus man auf den namensgebenden See schauen kann. Der Weg führte mich nun im steten Wechsel zwischen Wald, Wiese und Ort weiter. So kam ich schlussendlich zu der Stelle, an der der Weg umgeleitet wurde. Da nach der Beschilderung der Umleitungsgrund hätte schon beseitigt sein sollen, beschloss ich einmal nachzuschauen. Leider war der Grund, eine Brückensperrung über die Schwarzwald-Hochstraße, noch vorhanden. Also auf zur Umleitung. Diese führte mich quer durch Kniebis bis fast an meinen Startpunkt zurück, bevor ich die Schwarzwald-Hochstraße überqueren sollte. Da kam Freude auf.
Unterhalb der Skipiste traf ich dann wieder auf den Heimatpfad. Ein kleines Highlight hatte der letzte Abschnitt noch zu bieten. Der Rest einer alten Straße, deren Ursprünge bis ins Hochmittelalter zurückreichen. Grundlegend war der Weg sehr ordentlich, aber die Umleitung beeinträchtigt das Wandererlebnis auf dem Heimatpfad nicht gerade wenig. Zwar gut ausgeschildert, ging es stupide durch den Ort und wie ihr hier seht, verpasst man einen guten Teil des eigentlichen Weges. Sehr schade, aber wenn ihr dieses Video seht, sollte die Brücke wieder offen sein. Ja, da haben wir es geschafft. Der Kniebiser Heimatpfad ist gelaufen. Ja, das, was ich vom Weg gesehen habe, war auch soweit ganz ordentlich. Also hat durchaus auch Spaß gemacht zu laufen. War also im Prinzip auch, wie ich es mir vorher erwartet hatte, nicht allzu schwer. Auf die normalerweise rund 10 Kilometer sind es ja, ich glaube, um die 130 Meter Steigung. Also es verteilt sich sehr gut. Da merkt man jetzt nicht allzu viel davon. Ansonsten, ja, Highlights gab es auch ein paar. Aussichtsplattformen auf den See runter zum Beispiel. Oder aber ja, die Reste von der Klosterruine. Was ein bisschen schade war, war die Umleitung tatsächlich, weil die doch einen relativ großen Teil vom Weg ja im Prinzip dann wegnimmt. Es stand zwar irgendwo mal ein Schild, mit Umleitung verlängert sich von 10 auf 12 Kilometer. Ich bin dann die Umleitung der Beschilderung gefolgt, also die war gut ausgeschildert. Da waren es eher weniger als 10 Kilometer am Ende, als denn dann mehr. Gut, man hätte von da aus nochmal zurücklaufen und wieder hinlaufen können, wenn man das gewollt hätte. Ja, nee, also ich bin dann einfach den Heimatpfad dann zu Ende gelaufen. Ansonsten, den Lärm hätte ich mir tatsächlich ein bisschen hier schlimmer vorgestellt, weil man startet an der Schwarzwald-Hochstraße, läuft im Prinzip einmal rund um Kniebis, also einmal um diese Hochstraße, muss zwischendurch ja auch mal drüber. Wenn man in der Nähe von der Straße ist, ist es recht laut. Ansonsten aber bin jetzt hier ein paar Meter abseits davon. Ja, merkt man davon eigentlich nichts. Beschilderung wollte ich glaube noch was sagen, oder? Ja, hätte wieder mal üppiger sein dürfen. Also wie gesagt, die Umleitung war sehr gut ausgeschildert. Hat wieder 2, 3 Kreuzungen, Abzweigungen dabei, wo keine Markierung zu finden war. Das geht da an den Stellen, denke ich, besser. Ansonsten haben wir diesmal dreierlei Markierungen. Einmal ganz normal die Genießerpfade, dann die Schilder mit dem Pfeil dann drauf. Und dann gab es hier nochmal diese Holzmarkierungen mit Heimatpfad. Gut, dann würde ich doch sagen, war es das für dieses Mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es trotz Umleitung Spaß gemacht und gefallen, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.